Einen schönen guten Tag, hier ist Vyacheslav Fox. Slava Ukraini. Das ist der Kanal Überlebensanleitung. Dieses Video wird sehr wichtig sein. Es ist für ganz normale Menschen gedacht. Nennen wir diese Folge das Leben davor und danach. Beginnen wir zuerst mit dem davor. Man begann uns bereits im Herbst 2021 zu warnen. In den Nachrichten hieß es vom US-Geheimdienst und anderen Diensten, dass eine Invasion unseres Landes vorbereitet wird. Im Januar 2022 war jede zweite Nachricht über die Invasion in die Ukraine. Aber unsere Regierung versuchte uns zu beruhigen und sagte, das sei ein Fake und alles werde gut. Vom 17. bis zum 23. Februar wurden Dokumente aus den Botschaften der Russischen Föderation intensiv vernichtet und abtransportiert. Hier ist eine Videoaufnahme, auf der man das sieht. Sie evakuieren und verbrennen Dokumente. Russland hat den Abzug seiner diplomatischen Vertretungen aus der Ukraine angekündigt. Es geht um die Botschaft in Kiew und Konsulate in Charkiw, Lviv und Odessa. In den Behörden bereitet man sich bereits aktiv auf die Evakuierung vor und verwischt alle Spuren. In Odessa filmten Bewohner von Hochhäusern rund um das Konsulat des Aggressorlandes, wie im Hof mehrere Feuer entfacht und stapelweise Papiere verbrannt wurden. Heute Morgen bemerkten auch die Einwohner von Lviv Rauch auf dem Gelände des russischen Konsulats und riefen sogar die Feuerwehr, doch diese wurde nicht einmal eingelassen. In Kiew wurde bereits mehrfach Rauch in der Nähe der russischen Botschaft gesichtet. Vor etwa einer Woche qualmte es dort am helllichten Tag. Am Vorabend stieg der Rauch am Abend auf. Inzwischen weht keine russische Flagge mehr auf dem Gebäude. Und am Zaun steht ein verstärkter Wachdienst. Dort patrouillieren Polizisten und Nationalgardisten. Auf die Frage, womit das zusammenhängt, geben die Sicherheitskräfte keine Antwort. Und am 24. Februar begann die Invasion in die Ukraine. Wir alle haben es gesehen, aber wir wollten nicht glauben, dass es Krieg geben würde. Obwohl er faktisch bereits im Jahr 2014 begonnen hat. Um zu erkennen, wann eine Invasion in Ihr Land vorbereitet wird, gibt es bestimmte Faktoren. Erstens, Propaganda von der Gegenseite macht sie zum Feind. Das bedeutet, dass sie ihre eigene Bevölkerung gegen sie aufhetzen wollen. Das ist ein psychologischer Trick, den wir uns ansehen werden, wenn wir ein Video über psychologische Vorbereitung machen. Zweitens, an ihren Grenzen beginnen Manöver und Truppenaufmärsche. Drittens, es beginnt eine systematische Verletzung der Grenzen ihres Staates, damit sie aufhören, auf diese Verletzungen zu reagieren. Viertens, ihrem Land gegenüber können auf diplomatischer Ebene absurde Forderungen gestellt werden. Dass ihr Land die historische Heimat von jemandem sei, dass man Truppen von den Grenzen abziehen müsse, dass man einen Teil des Landes abgeben muss, dass bestimmte Gebiete ihres Landes unter die Kontrolle des Feindes fallen sollen und dass man dort das Volk unterdrückt. Fünftens, wenn man sieht, dass die Regierung und die Eliten, also die Reichen, ihre Familien und Angehörigen außer Landes bringen, und die lokalen Behörden in andere Regionen umziehen. Auch könnten Wertsachen aus Museen evakuiert werden oder Dokumente staatlicher Einrichtungen werden weggeschafft oder vernichtet. Jeder Mensch erlebt diesen einen Moment, in dem sich das Leben in ein Davor und ein Danach teilt. Bei mir war dieser Moment am 24. Februar um 5 Uhr morgens. Ich wachte durch einen Anruf auf meinem Handy auf. Gegen 5 Uhr morgens sagte man mir, dass der Krieg begonnen hat. Ehrlich gesagt konnte ich es nicht glauben und schaute aus dem Fenster, während noch 99% der Menschen schliefen. Als ich die Explosion am Ende der Straße sah, begriff ich, dass das Schlimmste eingetreten war. Der Krieg hatte begonnen. Ich als erfahrener Couch-Survivalist habe den größten Fehler gemacht. Ich wollte meinen Notfallrucksack neu packen,
Und wie es so ist, habe ich ihn am selben Tag nicht wieder fertig gepackt. Ich wollte noch ein paar Sachen dazu kaufen. Ich dachte, ich wäre bereit. Aber ich hatte den Rucksack ausgepackt und nicht wieder eingeräumt. Also die erste Regel: erledigt immer alles im Voraus. Wenn ihr den Rucksack leert, um abgelaufene Sachen zu ersetzen, packt ihn noch am selben Tag wieder. Wollt ihr lernen, Erste Hilfe zu leisten? Jetzt. Sucht euch Kurse und meldet euch an. Schiebt nichts auf. Schiebt niemals irgendetwas auf. Diese Regel gilt auch im ganz normalen Leben. Nun machen wir weiter. Explosionen. Ich sah sie und wusste, der Krieg ist da. Ich hatte schreckliche Angst um meine Familie und Verwandten. Meine Oma und meine Tante waren im Ferienhaus. Später gerieten sie unter Besatzung. Ich rief alle Freunde an, die ich erreichen konnte, aber die Verbindung brach ständig ab. Anscheinend war das Netz überlastet. Ich merkte, manche glauben es nicht, manche bleiben zu Hause und manche rennen in den Laden. Regel Nummer 2: Man muss mehrere Informationsquellen haben und je mehr, desto besser. Als ich aus den Nachrichten erfuhr, von wo die Offensive begann, entschied ich, meine Familie wegzubringen. Und hier ist die Entscheidung zu fliehen oder zu bleiben extrem wichtig. Ein Fehler kann Sie und Ihre Angehörigen das Leben kosten. Meine Frau war in Panik, die Kinder verstanden nicht, was da gerade passierte. Sie wollten einfach nur nach Hause zurück. Ich fuhr in meine Garage, da war ich schlau, ich hatte Vorräte an Treibstoff, Wasser und Essen. Übrigens habe ich den Treibstoffvorrat nie länger als ein Jahr gelagert. Nachdem ich aus dem Kanister getankt hatte, fuhr ich immer zur Tankstelle, füllte sie sofort wieder auf und brachte sie zurück. Interessant ist, dass am 24. Februar nach Ladenöffnung die Kanister schon nach 20 Minuten ausverkauft waren. Ich habe alles gleichmäßig auf 2 Autos verteilt und dann machten wir uns auf den Weg. An Tankstellen und Läden, an denen wir vorbeikamen, sah ich extrem lange Schlangen und einige waren bereits geschlossen. Die Preise schossen sofort in die Höhe und die Warenlieferungen hörten einfach auf. Benzin wurde nur noch abgegeben pro eine Tankfüllung pro Fahrzeug. Später waren es dann 20 Liter pro Auto und noch später durften nur noch Militärfahrzeuge tanken. In dem Moment, als wir Kiew verließen, wurde das Kriegsrecht ausgerufen. Liebe Bürger der Ukraine, heute Morgen hat Präsident Putin den Beginn einer militärischen Spezialoperation im Donbass verkündet. Russland hat Angriffe auf unsere militärische Infrastruktur und auf unsere Grenzschützer verübt, auf die Grenzschutzeinheiten. In vielen Städten der Ukraine waren Explosionen zu hören. Wir verhängen das Kriegsrecht über das gesamte Territorium unseres Staates. Mir wurde klar, dass uns immer weniger Zeit blieb, bis zu Straßensperren, Bewegungseinschränkungen, Fahrzeugkontrollen und der Einführung der Ausgangssperre. Deshalb sind die ersten 24 Stunden so entscheidend. Regel Nummer 3. Haben Sie für alles mehrere Pläne parat. Ich hatte 3 Pläne, um aus der Stadt herauszukommen. Nur einer hat funktioniert und das auch nur zu 50%. Ich hatte Angst vor Sabotage auf den Straßen. Ich fürchtete mich vor Sabotagetrupps. Deshalb entschied ich mich für Nebenstraßen übers Land. Und das war die richtige Entscheidung. Der Weg war lang und beschwerlich. Später machen wir ein Video darüber, was unterwegs alles passieren kann. Gegen Abend erreichten wir schließlich die Grenze. Hier verabschiedete ich mich von meiner Familie und machte mich auf den Weg zur Armee. Und zum Schluss, Signale, die viele ignorieren. Es gibt Anzeichen, dass es schlimmer wird. Erstens, feindliche Propaganda. Man macht dich zum Feind. Zweitens, Truppen an den Grenzen. Übungen, Vorbereitung. Drittens, Grenzverletzungen, Reaktionstests. Viertens, absurde Forderungen. Druck und Suche nach Scheingründen für Angriffe. Fünftens, Evakuierung der Eliten. Sie wissen mehr? 3 Hauptregeln. Erstens, wir machen alles im Voraus. Nicht später, nicht morgen, sondern jetzt.
Regel Nummer 2. Man braucht Infos aus mehreren Quellen. Je mehr es sind, desto besser. Regel Nummer 3. Habt mehrere Pläne. Ich hatte 3, nur einer hat funktioniert. So teilt sich mein Leben in ein Davor und Danach. Es gibt nur eine Frage. Bist du bereit? Es ist mir wichtig, meine Erfahrung zu teilen. Vielleicht rettet das jemandem von euch das Leben. Krieg ist schrecklich.